Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz unseres Partnerlands, die Mongolei, begrüßen. Herr Badmunk, übersetzen Sie gleich oder geht es so? Okay, prima. Ich darf Ihnen ganz kurz die heutigen Referenten vorstellen. Seine Exzellenz Birwa Mantak-Bilek, entschuldigen Sie bitte die Aussprache, Botschafter der Mongolei in Deutschland und natürlich der Herr Minister, Tourismusminister für Umwelt, Bad Erdene. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann darf ich begrüßen Herrn Badmunk. Er ist erster Sekretär an der Botschaft der Mongolei in Deutschland und Roland Leinroth, Geschäftsführer und heute auch in seiner Funktion als Honorarkonsul der Mongolei. Wir sehen jetzt erstmal ein Video. Sekunde, ich muss kurz rübergehen. Zur Einstimmung in die Mongolei. Viel Spaß damit. So, jetzt haben Sie einen ersten Eindruck bekommen, erste Impressionen von der kulturellen Vielfalt der Mongolei, unter anderem natürlich auch das ganz bekannte Naadam-Festival mit den traditionellen Sportarten, Bogenschießen, Reiten und Ringen. Aber ich darf jetzt an Herrn Leinroth das Wort zur Begrüßung übergeben. Bitte schön, Herr Leinroth. Möchten Sie ans Pult? Gut. Ja, ganz herzlichen Dank und vorsichtig. Das Leben ist voller Gefahren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie da sind, dass Sie sich interessieren für das Partnerland Mongolei. Und da sind Sie auch genau richtig. Es ist ein faszinierendes Land. Es ist eine tolle Reisedestination. Sie sehen nachher noch einiges an Detailinformationen, auch nochmal einen Film und natürlich von den geschätzten Kollegen hier auf dem Podium noch vieles an Details zur Mongolei und zur Destination Mongolei, zu dem Programm Visit Mongolia 2023. Ich wollte Ihnen nur ein paar persönliche Impressionen zu Beginn mal vermitteln. Ich hatte das Vergnügen 2019 zuletzt, ja, dann kam Corona, da nicht mehr in der Mongolei zu sein. Und der persönliche Eindruck ist einfach der, es verändert einen. Es ist ein Land, das fasziniert. Ich kenne, glaube ich, keinen, der einmal da war und nicht wiedergekommen ist. Wer mal da war, der will dann wiederkommen und der ist irgendwie auch infiziert, sich dann die anderen faszinierenden Aspekte dieses Landes zu erschließen. Es ist ein unheimlich vielfältiges Land. Aus deutscher Sicht weitestgehend unbekannt. Das macht es spannend. Das macht es spannend für die, die schon überall waren, aber hier nicht. Es ist ein Land, das 4,5-mal so groß ist wie Deutschland. 3,4 Millionen Einwohner hat, 40% davon in einer Stadt. Da bleibt ja nicht mehr so viel für den Rest. Also Sie können tatsächlich hier die Weite genießen. Sie können davon ausgehen, dass Sie tatsächlich Natur pur
erleben können. Und das in allen Schattierungen, vom Wasser, riesige Seen, über die Steppe, die Wüste Gobi bis zum wirklichen Hochgebirge. Also wir reden hier 7000er und plus. Klimazonen, alle, die es gibt. Temperaturschwankungen können bis zu 100 Grad im Verlauf eines Jahres mal sein. Also Sie haben da wirklich eine Bandbreite, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und dann, last not least, vielleicht auch zu erwähnen, die Mongolei hat sich ja im Zuge der Wende in Deutschland, der Wiedervereinigung in Deutschland ebenfalls verändert, dramatisch verändert, aus dem Sowjetblock gelöst und 1992 sich eine demokratische Verfassung gegeben, die auch noch sich in vielen Aspekten sehr ans Grundgesetz angelehnt hat und 1992 die ersten freien Wahlen gehalten hat. Es ist eine Demokratie. Das muss man heute, glaube ich, noch besonders wertschätzen in den Zeiten, in denen wir gerade leben. Und in der Region gibt es davon auch nicht allzu viele und bei den beiden Nachbarn schon gar nicht. Insofern, das ist, glaube ich, auch noch ein Aspekt, der wichtig ist und vielleicht auch einen kleinen Unterschied in der Reiseentscheidung des einen oder anderen macht. Die Mongolei hatte schon immer einen besonderen Draht, nennen wir es mal, zu Deutschland. Schon vor der Sowjetzeit. Schon damals gab es einen Austausch, als wir noch einen Kaiser hatten in Deutschland mit mongolischen Auszubildenden, die wir hier mal durch unser duales System geschleust haben. Während der DDR-Zeit, sozialistisches Bruderland, sind ebenfalls viele Mongolen in der DDR gewesen, zum Studium vor allen Dingen. Es sprechen erstaunlich viele Mongolen Deutsch. Das überrascht dann besonders und vor allen Dingen an entscheidenden Stellen sind es ganz besonders viele. Es studieren heute noch viele Mongolen in Deutschland, auch in Stuttgart, auch in Baden-Württemberg. Wir haben hier eine sehr reichhaltige Kulturszene, was Sie gerade gesehen haben, sind Künstler, die wir nicht etwa aus der Mongolei eingeflogen haben, sondern die hier aus Deutschland kommen. Wir haben ein mongolisches Kulturzentrum in Freiburg, die regelmäßig tolle Events machen, und zwar lokal aus dem Netzwerk, das es hier gibt. Hier vorne, Padma, ist die Kulturbotschafterin und sie macht einen wirklich tollen Job. Es ist faszinierend, was Sie gerade mal in ein paar Minuten hier gesehen haben, alleine vom Gesang her, dann vom Tanz, von der Kultur, von der Modenschau, die ich da schon sehen durfte. Dieses Knochenschnipsen haben wir noch nicht gesehen, Bogenschießen, Armbrust. Also es gibt ganz, ganz viele kulturelle Events, die wir hier auch tatsächlich in Baden-Württemberg haben. In der Kurzzusammenfassung also ein Land für Menschen, die etwas anderes suchen, für Menschen, die das Naturerlebnis suchen, die diesen Hauch von Abenteuer vielleicht gerade mitnehmen wollen, die in der Natur unterwegs sein wollen und die Gastfreundschaft genießen. Und das, mein letzter Punkt zur Einleitung, die Gastfreundschaft ist wahrhaft überwältigend. Das ist in anderen Teilen der Welt sicherlich auch ein Positivum, was uns gerade als Deutschen immer wieder auffällt, weil wir es vielleicht nicht so ausgeprägt haben. Aber in der Mongolei ist es noch eine ganz andere Dimension. Sie treffen irgendwen vielleicht nach Tagen, Wochen, Monaten, kann schon sein. Und da werden Sie sofort mit offenen Armen empfangen. Es wird das geteilt, was gerade da ist. Jeder, aber wirklich jeder, nimmt ein Gast freundlich auf und an. Das ist ein Erlebnis, das ist auch ganz, ganz faszinierend und schafft Völkerverständigung. Ein ganz altes, aber heute vielleicht noch wichtigeres Thema als jemals. Reisen bildet ja nicht nur, Reisen schafft Verständnis für andere Kulturen, für Menschen, für andere Lebensweisen. Und das geht besonders leicht in der Mongolei. Man wird immer sofort aufgenommen. Und auch wenn es mit der Sprache mal nicht klappen sollte, das stört gar nicht. Also man verständigt sich trotzdem. Ganz, ganz toll. Und da sind wir noch gar nicht beim Thema gewesen, Übernachten in der Jurte und Ausflüge vielleicht auf dem Pferd. Geht auch im Jeep, geht auch mit anderen Verkehrsmitteln. Sind wir noch gar nicht gewesen beim Thema Angeln, was wir im Film gesehen haben, mit Falken, mit Adlern auf die Jagd gehen. Also es gibt Dinge, die gibt es bei uns überhaupt nicht. Und das macht die Mongolei so spannend.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Bleinroth. Jetzt sollte die Präsentation. Herr Badmung, ich glaube, ich brauche Sie noch mal kurz. Ich bin kein Techniker, sorry, tut mir leid, aber wir kriegen es hin. Ich werde dann weitermachen, anstatt Minister. Okay. Danke, Herr Minister. So, Dann genau. brauchen wir jetzt nur die. Genau. So, jetzt. Der Bildschirm noch. Hier. Wunderbar. Sehr gut. Dann gebe ich Ihnen das Mikro. Ja? Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Bleinroth, vielen Dank für die wunderschöne Führung und wunderschöne Worte über die Mongolei. Und ich werde als Botschaftsmitarbeiter die wesentlichen Punkte über die Tourismusentwicklung im Lande kurz einführen. Und anschließend wird Herr Minister tourismuspolitische Ansätze kurz mitteilen. Und dann kann die Fragerunde gehen und auch seine Exzellenz Botschafter Mandak Bilek ist anwesend und nicht nur zu den Tourismusbranche, sondern auch bilaterale Fragen dürfen auch hier gestellt werden. Und so fange ich die kurze Einführung an. Es ist wesentlich einfacher für Sie, da es alles in Englisch ist, muss ich das Ganze nicht immer ablesen. Die wesentlichen Punkte werde ich dann entsprechend sagen und Sie können natürlich von hier die Grunddaten der Tourismusbranche in der Mongolei erfahren. Also wie vorhin Herr Geschäftsführer Bleinroth gesagt hat, die Mongolei ist ein Land der Exotik, ein Land der Unendlichkeit und ein Land mit nicht wiederholbaren Kulturen und Traditionen. So, Sie sehen hier die Grunddaten, wie die Tourismusentwicklung im Lande vor der Covid-Situation war und welchen wirtschaftlichen Beitrag der Tourismus für die Mongolei bringt. Und da sehen Sie bei den blauen Tourismus, das ist die Daten von 2019 und der Tourismus ist der viertstärkste Wirtschaftszweig und das muss auch weiter verstärkt werden. Und die Regierung hat eine ambitionierte Zielsetzung in den Jahren 2023, ab dem Jahr 2023 die Anzahl der reisenden Touristen jährlich zu erhöhen. Und zu dieser Politik wird dann später Herr Minister selbst zu sprechen kommen. Und die Regierung der Mongolei arbeitet an die Reform der Rechtsgrundlagen im Bereich des Tourismus und auch der Reisen. Wie Sie hier sehen, da sind einige Schwerpunkte wie Rechtsreform, Public-Private Partnership und vor allem die Digitalisierung des Tourismussektors ist ganz wichtig, weil das Land riesengroß ist und Sie können dann über die Social Network verschiedene Regionen, ich zeige Ihnen diese Regionen, also da im Hintergrund ist die Landkarte des Landes und dann sehen Sie die Farben unterschiedlich, die Tourismusbereiche. Also das riesige Land ist nach diesen Schwerpunkten aufgeteilt anhand der Landschaften. Ja. Beispielsweise da vorne ist diese Gobi-Region, Wüstenregion, selbst im Hochsommer bei über 40 Grad plus können Sie dort auch Eis sehen. Ja, können Sie sich vorstellen, ja. Und so weiter. Und dann die Mongolei ist ein
Staat oder eine Nation mit großer Geschichte. Und da kann man auch Forschungsreisen machen. Da sind auch Archäologie, Paläontologie, sind auch sehr stark auch, entwickelt in den letzten 20 Jahren. Und solche archäologischen Funde, paläontologischen Funde bis auf die Dinosaurierknochen etc., das sind alles Spezialisierungen. Und Mongolei versucht mit der neuen Statement der Programme ganz naturnahe Ökotourismus entwickeln. Das ist die neue Konzeption. Und die Naturnähe zu den Ursprung der nomadischen Kultur und Lebensweise, Besuch der Nomadenfamilien auf dem Lande und auch Besuch der Ortschaften, wo es auch heute noch kaum mehr Menschen dort waren, ist jetzt an der Konzeption, solche spezielle Reisen weltweit anzubieten. So, ich kürze mal etwas stark. Und hier sehen Sie die wesentlichen Reformen der bestehenden Gesetzeslagen zur Verbesserung der eigentlichen Entwicklung der Branche und bezogen auf diese Langfristigkeit bis 2050, wie der mongolische Tourismus entwickelt werden soll. Da wird später der Herr Minister noch ein paar Worte an Sie richten. Wie gesagt, Mongolei hat mehr Tierbestände als Einwohner. Ganz einfach gesagt, wir haben mehr Pferde als Menschen. Und das heißt, die Public-Private Partnership, das ist auch der Grundlage der erfolgreichen Entwicklung vom Ausbau der Tourismus für Internationalisierung, für Globalisierung ist diese Public-Private Partnership ganz, ganz wichtig. Ohne die Menschen auf dem Lande können wir, der Staat alleine oder der Tourismusverband alleine das nicht umsetzen. Deswegen sind wir alle angewiesen auf diese private Initiativen. Digitalisierung ist vielleicht sehr rapid entwickelnder Bereich bei uns, nicht nur Tourismusbereich, auch im Bankensektor, alle anderen Sektoren der Gesellschaft ist sehr schnell auf der Umstieg der modernen digitalen Welt. Und das können Sie beispielsweise auch bewundern. Vielleicht in einigen Stellen sind wir vielleicht schneller als in Deutschland. Das ist auch anpassend durch diese besondere Konstellation zwischen der wenigen Bevölkerung und der großen Landfläche ist die Digitalisierung sehr angefragt und die mongolische Regierung setzt auch durch, die E-Governance generell in der Mongolei umzusetzen, sei es Wirtschaft, sei es Kultur oder sei es Tourismus. Und für die erfolgreiche Ziel, für das erfolgreiche Ziel als ein Tourismusland zu gestalten, braucht man die Liberalisierung der Luftwege. Mongolei ist natürlich etwas weit weg von Europa. Also mit dem Luftweg sind das über 6.000 Kilometer und mit dem Auto dann fast 10.000 Kilometer. Deshalb hat die Mongolei entschieden, die Luftverbindungen nach Deutschland und nach Europa noch weiter auszubauen. Später wird auch Herr Minister auch dazu die Regierungspolitik noch kurz darauf eingehen. Und heutzutage ist es unvorstellbar, das eigene Land auch den internationalen Online-Plattformen zu präsentieren. Und die Mongolei arbeitet jetzt die eng zusammen mit den großen Namen wie Netflix, National Geographic zusammen, dass wir dort auf diesen weltweit bekannten Plattformen
unser eigenes Land dort auch zu präsentieren und zu werben. Ja, und wie ich vorhin erwähnt habe, die Spezialisierung der Tourismusbranche auf verschiedenen Levels ist auch im Gange. Und wir wollen auch den Wintertourismus in der Mongolei auch stark entwickeln, weil die große Zeit der 4 Jahreszeiten ist winterlich, früh- oder spätwinterlich getragen. Die Sommerzeiten sind etwas kurz. Deswegen kann die Mongolei künftig auch ein hochinteressantes Land für den Wintertourismus werden. Und darauf ist auch diese Rechtsreformen auch eingerichtet. Und verschiedene Paletten von Tourismusprodukten haben wir auch hier. Angesichts der verschiedenen Landschaftszonen, angefangen von langen, großen Bergen bis hin zu grünen Wiesen und bis auf die Wüstengebiete gibt es unterschiedliche Erlebnisse. Die Mongolei ist von Ankunft an bis zum Abflug ein Erlebnisland, möchte ich sagen. Da werden Sie keine Sekunde dort Möglichkeiten haben. Es alles sind ein Highlight nacheinander. So, hier sehen Sie einige Bilder dieser für Wintertourismus. Schamanismus, Sie wissen das, ist auch eine besondere geistige Kultur bei uns, geprägt auch mit der Naturreligion und vermischt auch gewiss mit den buddhistischen Religionen. Und das können Sie da auch in den Orten auch solche Rituale, auch sei es Berg, sei es Eis, live erleben. Jedes Land ist auch stolz auf ihren Museen. Heute Morgen hat der Oberbürgermeister gesagt, dass die Stadt Stuttgart auch sehr stolz auf ihren Museum ist, dieser modernes Museum als Oscar der Museen gewonnen hat. Und die Mongolei versucht auch ihre Jahrtausende Geschichte auch kompakt in den Museen auch darzustellen. Und wir haben jetzt im Sommer dieses neues Museum eröffnet, dieses Genghis Khan National Museum. Das ist der viertgrößte Museum überhaupt in der gesamten asiatischen Region. Und im Genghis Khan Museum sind auch viele Funde auch aus dem europäischen Raum auch zu sehen, sei es in Original oder sei es in E-Kopien. Hier sehen Sie auch die anderen Museen, auch buddhistisch geprägt, Klosteranlagen, die Götter von Buddhas. Und da unten sehen Sie auch mitten in der Stadt die Moderne und die Tradition dieser Kombination auch zu sehen ist mit den schönen kulinarischen Angeboten. Wenn Sie nach Gobi fahren, Südgobi, dann haben Sie das Gefühl, Sie sind auf dem Mond. Ja? Hier sehen Sie auch. Und anstatt nach Mond zu reisen, können Sie gleich in die Mongolei reisen und können Sie den Eindruck haben, okay, jetzt bin ich auf dem Mond. Ja, die Banking Service ist sehr wichtig für die Touristen und Reisenden. Und Mongolei hat auch international sehr gute Banking Service. Sie können ohne Probleme mit ihren Girokarten oder Kreditkarten landesweit bedienen, beziehungsweise können Sie auch mit mongolischen Bankkarten dort Konto eröffnen und überall auch ohne Probleme durchreisen. Da das Land sehr groß ist, gibt es auch sehr gute Angebote von Domestic Flights, beispielsweise von Ulaanbaatar nach Bayan-Ulgi. Wenn Sie dort Zeit einsparen wollen, können Sie gleich den Domestic Flug nehmen. Damit sparen Sie 2-3 Tage
der Fahrt und so können Sie dort auch weitere Ortschaften auch in diesem Zeitraum noch besuchen. Es gibt auch ein jährliches Sommerprogramm für die Touristen, die Probleme haben sollten, Dokumente verlost oder andere Schwierigkeiten. Dann gibt es auch dieses sogenannte Student Police Programm, sowie auch Bürger Police Programm, die sehr gern für die Touristen bereitstehen und bei allen Schwierigkeiten sofort Hilfe leisten. So, Tourismus sollte auch als ein bedeutender Wirtschaftszweig nachhaltig entwickeln und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür werden immer verbessert. Und hier sehen Sie auch die Palette von Dienstleistungen für diese Zielsetzung. So, überall auf der Welt, genauso auch wie in Deutschland, die Fachkräfte und Arbeitskräfte ist auch eine große Frage, eine große Herausforderung natürlich. Gerade bei uns, ein Riesenland, wenig Bevölkerung, um einen guten Service im Tourismusbereich anzubieten, braucht man auch gut geschulte Personalien. Und da macht auch das Ministerium auch starken Ansatz darauf, für den Erhalt der internationalen Standarde und Normen, die Internationalisierung der eigenen Fachkräfte. Die Mongolei appelliert an die Weltgemeinschaft auch, Investitionen im Tourismusbereich zu starten und dass die ausländischen Großunternehmen vom Tourismusbereich auch gerne in die Mongolei kommen und in den großen Nationalparken oder in den hochinteressanten Wildnissen dort auch zu investieren und dann über ihren eigenen Weg dann ihre Touristen und Kunden nach Mongolei einzuladen. Und diese Liberalität ist gesetzlich jetzt möglich. Da gibt es auch sehr viele Erleichterungen und Vergünstigungen für die ausländischen Investitionen. So, hier sehen Sie auch wieder die komplette Überblick über die Anzahl der wirtschaftlichen Daten und welche Einnahmen wir vom Tourismusbereich bekommen zu versuchen in den kommenden 2 Jahren. Ich kürze das ab, damit der Minister mehr für Sie Zeit hat, die Fragen zu beantworten. Das sind auch diese Plattformen auf Online-Basis. Und dieser E-Tourismus, heute Morgen auf der Pressekonferenz, auf der Eröffnungsfeierlichkeit hat der Minister auch erwähnt, wie wir auch mit Ländern aus dem europäischen Raum zusammenarbeiten wollen, um die Visa-Erleichterung. Wir haben jetzt auch die E-Visa und andere Erleichterungen. Das können Sie auch später vom Minister auch genau fragen. Und somit möchte ich die kurze Präsentation damit beenden und mein Wort dann dem verehrten Minister übergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. За эрхэм сэтгүүлч та бүхнийхээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ich grüße Sie ganz herzlich, verehrte Journalisten und Journalistinnen. Далайн ирэг дээр амрахыг хүсчихвэл Монголд ирээд ирэхгүй. Учир нь Монголд далаа байхгүй. Wer am großen Meer oder Ozean einen Urlaub haben möchte, dann ist leider die Mongolei nicht das Zielort, weil wir keinen Ozean haben. Гэхдээ та сэлж байгаа гол ус нуурынхаа усыг шууд ууж болно. Тийм цэнгэг устай газар бол Монгол. Aber Sie können im See, im Meer schwimmen, auch in großen Flüssen können Sie auch schwimmen und gleichzeitig können Sie sofort von dem Fluss auch ohne Bedenken trinken.
So rein und sauber ist das Wasser bei uns. Та Монголд очих юм бол шөнийн 4 цагт нар мандаж шөнийн 22 цагт нар жарахыг үзнэ. Wenn Sie die Mongolei besuchen, werden Sie auch sehr gut sehen, wie die Sonne 4 Uhr morgens aufgeht und 22 Uhr abends runtergeht. Та Монголд очих юм бол мориор Монголын зүүн хязгаараас баруун хязгаар хүртэл 4000 км туулж явж чадна. Wenn Sie die Mongolei besuchen, können Sie auch 4000 Kilometer lang mit dem Pferd reiten von östlichen Punkt bis zu nach dem westlichen Punkt. Та Монголд очих юм бол магадгүй хүнээсээ их зэрлэг амьтан Монгол улсад байгааг олж харна. Sie werden auch feststellen, dass in der Mongolei mehr Wildtiere sind als die Einwohner. Тэр зэрлэг амьтад заримдаа таны гар дээрээс ирж хоол идэхийг хүртэл харна. Sogar Sie können auch erleben, dass manche Wildtiere zu ihnen nahe kommen und vielleicht auch erwarten, dass sie was an Nahrung geben. Хэрвээ та өөрөө хүсвэл 1 сарын хугацаанд нэг ч хүнтэй таарлахгүйгээр Монголд аялж бас чадна. Aber wenn Sie auch den Wunsch haben, einen Monat lang keinen Menschen zu treffen wollen, können Sie auch in die Mongolei kommen und das auch erleben. Хэрвээ та хамгийн сайн найз гэж бодож авсан хүнийхээ хүн чанарыг таних гэх юм бол Монголд очиж элсэнд, говьд, хээр талд, өндөр уулсын дунд тэр найзынхаа үнэхээр хүн чанартай юу гэдгийг бас таньж чадна. Wenn Sie die wahre Menschlichkeit Ihres besten Freundes durchchecken wollen, dann können Sie auch mit Ihrem Freund eine lange Reise machen und dabei sei es Gobi, Wüste, Sand oder sei es Hochberg oder sei es Steppenlandschaft, können Sie dort auch checken, wie wahr wirklich Ihr Freund ist. Магадгүй та бүхний улиралтаа нэг үздэг бороо, хүлээж болдог өвлийн цас, хүлээдэг дулаан халуун нарыг та Монголд нэгэн өдрийн дотор цастай, бороотой, халуун нартай, дулаахан нэгэн өдрийн дотор энэ мөчийг бас мэдрэх боломжтой. Auch wenn Sie möchten, die 4 Jahreszeiten doch sehr verkürzt erleben wollen, können Sie dies auch an einem Tag erleben. Sonne, Wärme, Regen und auch Schnee können Sie, wenn Sie Glück haben, an einem Tag erleben. Та жолооны өмнөхгүй ч үж болно. Гэхдээ та Монголын тал хээр талд нэг ч цагдаа та таарлахгүйгээр та хитэн сарч машин бариад явж болно. Sie möchten gern Offroad fahren, Sie haben auch aber keinen speziellen Ausweis dafür. Können Sie in die Mongolei fliegen, können Sie mit dem Offroad auf dem Lande monatelang, wie Sie wollen, abfahren und Gas geben. Зуны үдэш та унтах гад хэвтгэхэд таны хөлний үзүүрээс толгойн үзүүр хүртэл зөвхөн одод бүрхсэн байхыг та олж харж чадна. In den schönen Sommerzeiten können Sie, auch in Winterzeiten können Sie sehen, wenn Sie im Freien draußen schlafen, wie wunderschön die Sterne sind. Sie können von Ihrem Kopf bis zu Fuß nur unter den Sternen auch die Nacht verbringen. Өнөөдөр 2023 он та 1200 онд очихыг хүсвэл магадгүй Чингис хааны тэр үед цаг хугацааг ухраач нэг удаа ч гэсэн очиж үзхийг хүсэх юм бол Монголд хүрээдэр энэ бол Монголд өнөөдөр нүүдэлчин соёл яаж 1000-аад оноос хойш өнөөдөр хүртэл орсон тогтнож байгааг та шууд үзэх боломжтой. Wenn Sie eine auch Zeitreise haben möchten und denken, ich möchte in das 13. Jahrhundert gehen, in das 12. Jahrhundert gehen, dort möchte ich eine Reise machen,
dann ist es richtig, in die Mongolei zu kommen. Die Mongolei ist ein Land der großen Geschichte und dort können Sie auch die Jahrtausende lang bisher übertragene nomadische Kultur in Originalität auch erleben. За ингээд магадгүй нүүн үсгэн та хээр талд, говьд, уулсын дунд гүйсэнч хинч таныг харахгүй магадгүй ийм улсад зочлохыг урьж байна. Энэ ч утгаараа бид нар Европын холбооны 32 улсыг Монгол улс визгүй хүлээж авах ийм боломжийг Монгол Улсын засгийн газраас бүрдүүлсэн. Sie möchten auch die pure Landschaft erleben in ihrem geborenen Körperzustand. Die Nähe zur Landschaft, die Natur erleben wollen, ist die Mongolei genauso die wichtige Adresse. Und die Mongolei öffnet sich für die Weltgemeinschaft und deswegen hat die mongolische Regierung kürzlich entschieden, für 32 europäische Länder visafrei in die Mongolei einzureisen. Дэлхийн олон хүн очоогүй газарт очих боломж өнөөдөр хамгийн түрүүнд та бүхэнд байна. Тийм учраас манай Монгол улсад тавтаа морилно гэж та бүхнийг урьж байна. Die Mongolei gehört eigentlich zu dem Land, wo dort nicht viele Bürger aus der Weltgemeinschaft zu Gast als Tourist oder als Reisender waren. Und wenn Sie dort ein Land besuchen wollen, wo viele nicht da waren, sind Sie auch die Ersten, das Land so erlebt haben. Dann können Sie auch von Ihren Erlebnissen auch eine Weltgeschichte machen. Und deswegen lade ich Sie ganz herzlich ein in die Mongolei und wäre ich jetzt gern bereit, interessierte Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Ja. Wie ist die Schrift in der Mongolei? Wie bitte? Wie ist die Schrift? Schriftweise. In der inneren Mongolei auf den Verkehrsschildern sind so Genau. komische Zeichen. Das sieht nach Russisch aus. Монгол улсын одоо нэг үндэсний бичиг ямар вэ? Бид нар өөр Монголд явж байхад ингээд дээрээс доош бичсэн байдаг юм билээ. Тэр логон дээр бол ч Орос мэн харагдаж байна. Монголчууд бол тулаанч, дайнч арт түмэн. Дээрээс доошоо бичдэг бичгийг бид нар юу гэж нэрдэг вэ гэхээр тимээ гэж байнга толгой тогтдог. Дээрээс нь доошоо уншдаг бичиг гэж нэрлэдэг. Өнөөдрийн бидний хэрэгжилж байгаа кирилл үсгийг бид нар зүүнээс баруун тийш хүн үл зөвшөөрөх хандлага дээр үгүй гэж хэлдэгтэй адилхан толгоос гисэрч байна гэж бид нар ойлгодог. Яагаад монгол үчиг дээрээсээ доошоо байдаг вэ гэхээр морин дээр амьдардаг байсан учраас, морин дээр дайн тулаан хийж нүүдлэж явдаг байсан учраас морин дээр тухайн бичгийг бичгэд дээрээс доошоо бичих нь хамгийн амархан байсан. Тийм учраас монгол үчигний хувьд нэг онцлог нь бол яалтч байхгүй манай нүүдэлчин соёл ах уу буюу морьтой холбоотой гэж та бүх маань ойлгож болно. 2025 оноос Монгол улсын төрийн бичиг монгол үчигд бас шилжиж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулах таатай. Aus der Geschichte sind die Mongolen erwiesen als guter Krieger, als auch guter Kämpfer. Und diese Eigenschaft der Mongolen hat natürlich mit der nomadischen Ursprung, mit nomadischen Kultur und Lebensweise zu tun. Und genauso ist die Schrift auch eng verbunden mit dieser Lebensweise und dieser gute Führung damals von Kriegen und Kämpfen ist mit Pferden zu tun. Und die mongolische nationale Schrift, wie Sie sagen, von oben nach unten geschrieben, bedeutet
Ja, wenn man Ja sagt, nickt man so. Und die kohlische Schrift, die wir damals politisch bedingt aufnehmen mussten, wird von da nach da geschrieben, heißt es Nein. Also schon daran sehen Sie, und daran sehen Sie auch, wie freundlich und aufgeschlossen die Nomaden sind. Und diese mongolsche Schrift ist auch eine Schrift, die man während des Reitens von oben nach unten einfacher und besser schreiben kann, als auf dem Pferd so zu schreiben. Und daran sehen Sie, dass die nationale Schriftweise auch ihre Wurzeln auch mit der nomadischen Kultur verbindlich sind. Die mongolische Regierung legt großen Wert deswegen auf ihre nationale Kultur und auch Aufbewahrung und auch die weitere Erbe für die jüngere Generation. Zu diesem Zweck hat die Regierung beschlossen, ab 2025 auch alle offiziellen amtlichen Schriften, auch in alter Schrift, mitzutragen. Монгол төрөө дээр морь он тэгээд ягаад монгол бичиг үүснийг боддоор найлах. Kommen Sie in die Mongolei, reiten Sie und dann schreiben Sie auch beim Reiten. Dann sehen Sie, welche ist einfacher. Wir haben jetzt schon gehört, dass die Mongolei zwei Nachbarn hat, also Grenzen mit zwei Ländern, Russland und China. Wie sind die Beziehungen? 자, 허일통 실득 때문에 함께 지내므로 왜 할자므로 Ja, also die Mongolei hat nur zwei Nachbarn, im Norden Russland und im Süden China. In unserer außenpolitischen Doktrin ist auch eine Priorität, mit diesen Nachbarn freundschaftlich umzugehen und zusammenzuarbeiten. Und wegen des Krieges in der Ukraine gab es Abstimmungen bei der UNO und die Mongolei hat Russland nicht direkt verurteilt, sondern der Stimme enthalten und verhält sich neutral. Und die Beziehungen sind deshalb auch nicht so betroffen, weil die Mongolei ist keine Kriegspartei und die Zusammenarbeit mit Russland und China läuft weiter. Aber in unserer Außenpolitik ist die Drittnachbarschaftspolitik sehr wichtig und mit unseren demokratischen Wertepartnern arbeiten wir auch eng zusammen. Diese Länder sind Japan, die Vereinigten Staaten, in Europa ist vor allem Deutschland und die ganze Europäische Union und in Asien auch Indien, weil wir auch buddhistische Wurzeln haben. Und wie gesagt, unsere Außenpolitik muss ausgewogen und auf verschiedene Faktoren bedacht sein. Also wenn wir Angst hätten, dann müssten wir, glaube ich, umziehen, aber die Mongolei kann geografisch nicht umziehen. Herr Grosser. Tourismuszahlen im europäischen Vergleich. Sind da auch noch andere Länder, die in die Mongolei kommen, oder sind wir Deutsche an der ersten Stelle, also Frankreich, Italien? Монголд ирж байгаа жуулчдын хувьд мэдээж хоёр хөрш буюу бүгд найрамдах хятад ард улс, Оросын албаны улсаас орж ирдэг жуулчдын тоо бол тэргүүлдэг. За үүнээс гадна Азийн орнуудаас бол бүгд найрамдах Солонгос улсын жуулчдын тоо бас тэргүүлж байгаа. За Европ улс бол Франц улсын жуулчд бас маш их хэмжээгээр Монгол улсад ирдэг.
selbstverständlich, wir haben diese zwei große Nachbarn und die Touristen aus diesen beiden Nachbarn stehen statistisch quantitativ an die ersten Stellen. Und dann kommen die Touristen aus Südkorea als enger Partner aus diesem asiatischen Raum. Und aus dem europäischen Raum ist Frankreich noch führend. Und nach Frankreich kommen die Touristen aus Deutschland. Bitte? Bieten Sie Pressereisen an? Pressereisen? Für Journalisten, ja. Ah ja, Монгол улсыг сурталчлах жилийн хүрээнд бид нар сэтгүүлчдэд зориулсан аяллаа хөтөлбөрийг гаргаж байгаа. За өнгөрсөн цаг хугацаанд бол Япон улс, одоо бүгд найрамдах Солонгос улсаас бол бас сэтгүүлчдийн багийг бид нар хүлээж авч ирсэн. Герман улсаас бас бид нар сэтгүүлчдийн багийг хүлээж авч ирсэн. За манай монголчуудын хувьд ялангуяа энэ аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол Герман улсаас бас энэ сэтгүүлчдийн багийг аваач гэдэг аль биесны хүсэлтийг өнөөдөр тавьсан. Тэгээ бид нар бол утгагүй Герман улсаас сэтгүүлчдийн багийг хүлээж авъя гэдэг ийм шийдэл төрсөн. Утгагүй та бүхнийг авнаа. Bei den neuen Ansätzen der Entwicklung der Tourismusbranche haben wir auch unterschiedliche Paletten von Programmen und darunter ist auch ein spezielles Programm für Journalisten mit dem Zweck, die Mongolei weltweit mehr zu promoten. Und die ersten Erfahrungen haben wir schon. Wir haben dieses Journalistenreiseprogramm umgesetzt, indem wir auch Journalisten aus Japan und Korea bekommen haben. Und wir werden diese Palette weiterentwickeln. Ja, auch eine Gruppe von deutschen Journalisten hatten wir auch bekommen, für die wir extra Tour auch damals auch organisiert hatten. Und wir wollen an diesem Programm weiterarbeiten. Und heute kam auch ein Anliegen, das extra für deutsche Journalisten ein Sonderprogramm anzubieten. Und das werden wir in Kürze auch umsetzen. Бидэнд 10 days 10 friends гэдэг аяллаа хөтөлбөр байдаг. Үүгээр бол бид нар одоо гадны ялангуяа гадаад улсуудаас инфлюенсер, ютубер, блогер, за мөн одоо сэтгүүлч нар, за магадгүй зурагчд оролцож байсан баг. 10 өдрийн хугацаанд 10 хүний аяллыг бид нар зохион байгуулах. Энэ 10 хүн маань бол Монгол улсын уулархаг газар, тал хээр буюу одоо ямар ч уулгүй газар, мөн одоо говь гэх мэтлэн байгалийн онцлог тогтоц бүхий газруудаар аялаж өөрсдийнхөө одоо хэвлэн нийтлэх, зураг авах, өөрсдийнхөө архивыг одоо бас сайжруулах ийм ажлууд болцоог бол бас олгодог. Тэгээд энэ удаад бид нар CMT олон улсын үзэсгэлэнийн ярамгт бас түн шорноор оролцож байгаа. Энэ утгаараач гэсэн бидний бас нэг хүлээх үүрэг маань зөвхөн энэ үзэсгэлэнийн ярамгт оролцохоос илүүтэй сэтгүүлчдийг, зурагчдыг Монгол улсад бас аваачиж миний саяны хэлдэг одоо 10 days 10 friends гэсэн энэхүү маршрут аяллаа дагуу бол бас аялуулна гэж бодож байгаа. Bei uns gibt es auch ein spezielles Reiseprogramm, das 10 Days und 10 Friends heißt. Mit diesem Sonderangebot laden wir weltweit Influencer, YouTuber, Blogger und auch Fotografen ein. Und diese Influencer und diese spezielle Gruppe reist durch das Land in verschiedenen Landschaftszonen wie
Gebirge, Steppenlandschaft sowie auch in Wüstenregionen, dass sie dann als Social Media Betreiber direkt auf ihren Accounts live übertragen können, Live-Sendung machen können. Und das werden wir auch, dieses Programm können wir auch sehr gerne auch für deutsche Journalisten und interessierte Leute und Fotografen auch anbieten. Und auf der CMT-Messe sind wir diesmal Partnerland und wir möchten nicht nur auf dieser CMT auftreten, sondern wir wollen das Jahr durch die Mongolei zusammen mit CMT promoten und innerhalb dieser Promotion werden wir dieses Programm auch umsetzen. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue in die Runde. Es sieht aus, als ob Sie alle zufriedengestellt seien. Ja, dann herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Ganz herzlichen Dank auch an den Tourismusminister und den Botschafter, Herr Bleinroth, Herr Badmunk. Vielen herzlichen Dank für alles.